In diesem Video wollen wir uns einmal ansehen, wie man einen Expert Advisor erstellen kann, der auf dem Chart ein Sell Limit platziert. Also lassen Sie uns mal schauen, wie man sowas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der eine Sell Limit Order platziert, wenn es keine offenen Orders oder Positionen gibt. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Wir binden die Datei TradeMQA ein, um Handelsfunktionen zu verwenden, indem wir die Zeile include_trade.mqh hinzufügen. Wir erstellen eine Instanz der cTrade-Klasse namens Trade mit der Zeile cTrade_Trade. In der Funktion onTick ermitteln wir den Bitpreis mit Symbolinfo-Double Symbol_Bit. Wir normalisieren den Bitkurs mit Normalize_Double auf die durch Digits angegebene Anzahl von Stellen. Wir überprüfen mit Orders Total und Positions Total, ob es keine offenen Aufträge und keine offenen Positionen gibt. Wenn beide den Wert 0 ergeben, platzieren wir eine Sell Limit Order. Wir rufen die Funktion Sell Limit des Handelsobjekts auf. Wir geben eine Losgröße von 0,110 an. Der Orderpreis wird mit Bit plus 200 mal Point auf den Bitpreis plus 200 Punkte festgelegt. Wir verwenden Symbol, um das Symbol anzugeben. Der Stop-Loss wird auf 0 gesetzt, das heißt kein Stop-Loss. Der Take-Profit wird mit Bit plus 100 Ton Point auf den Bitkurs plus 100 Punkte festgelegt. Die Order hat kein Verfallsdatum, das durch Order Time GTC festgelegt wird. Die Verfallszeit wird auf 0 gesetzt, das heißt keine Verfallszeit. Wir lassen den Parameter Comment auf 0 stehen. Wir drücken F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder wenn Sie nicht verstehen, was der Code alles macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos anschauen. Wenn die Kompilierung funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir Ctrl und R, um den Strategietester zu starten. Wir wählen den Expert Advisor, den wir gerade erstellt haben, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Der Expert Advisor sollte nun auf dem Chart zu sehen sein. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. Wir haben gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der mit ein paar Zeilen MQL-Code eine Sell Limit Order platziert. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Okay, ich hoffe, das hat soweit funktioniert. Falls Sie nicht verstanden haben, wie das alles zusammenhängt, dann ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie, den Sie auf unserer Webseite finden. Für den Moment sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.